Stell dir vor, du stehst im Jahr 300 nach Christus vor einem Stadttor aus hellem Sandstein. Hinter dir liegt Wald. Vor dir liegt die größte Stadt nördlich der Alpen. 80.000 Menschen leben hinter diesen Mauern. Hier residiert ein römischer Kaiser. Hier werden Münzen geprägt, die von Britannien bis nach Ägypten gelten. Und in 200 Jahren wird von all dem fast nichts mehr übrig sein. Das ist Augusta Treverorum. Heute nennen wir sie Trier. Neben dir wartet ein Ochsenkarren. Auf der Ladefläche stapeln sich schwere Wollballen, die mit dicken Stricken festgezurrt sind. Der Mann daneben klopft sich den Staub von den Ärmeln. Er handelt mit Tuch und er will heute noch vor Mittag durch dieses Tor. Diesen Mann hat es wirklich gegeben. Nicht ihn allein, aber seine Familie. Sie ließ sich ein Grabmal bauen, das ein Stück flussaufwärts bis heute steht, 23 Meter hoch, und darauf ist zu sehen, wie sie gelebt und gearbeitet hat. Wir gehen mit ihm. Denn eine Stadt begreift man nicht von oben. Man begreift sie, wenn man einem Menschen einen Tag lang hinterhergeht, wo er wohnt, was er isst, wovor er Angst hat und warum von einer Stadt mit 80.000 Einwohnern am Ende nur noch ein paar tausend übrig blieben. Beginnen wir vor den Römern. In diesem Tal lebte ein keltischer Stamm, die Treverer. Sie waren keine armen Waldbewohner. Sie züchteten Pferde, die im ganzen Norden gefragt waren. Sie kannten das Eisen, sie prägten eigene Münzen, sie trieben Handel bis ans Mittelmeer. Ihr Land lag günstig. Ein breites Tal, ein schiffbarer Fluss, gute Hänge für Wein und Wege, die nach Süden und nach Norden führten. Wer dieses Tal hielt, hielt einen Schlüssel. Genau deshalb kamen die Römer. Um das Jahr 16 vor Christus gründeten sie hier eine Stadt und benannten sie nach Kaiser Augustus. Augusta Treverorum, die Augustusstadt im Land der Treverer. Die Römer bauten nicht zufällig. Sie legten ein Raster an, schnurgerade Straßen, die sich rechtwinklig kreuzen, dazwischen rechteckige Häuserblöcke. Es ist eine Stadt, die auf dem Reißbrett entsteht, bevor der erste Stein liegt. Wer heute durch die Trierer Innenstadt läuft, läuft noch immer auf diesem Raster. 2000 Jahre alte Straßenführung, überbaut, aber nie verschwunden. Und sie bauten eine Brücke über die Mosel. Die Pfeiler dieser Brücke stehen heute noch im Wasser. Nicht nachgebaut, nicht ersetzt. Dieselben Steine, seit fast 2000 Jahren. Aber die eigentliche Verwandlung kam später. Im 3. Jahrhundert geriet das Römische Reich in eine schwere Krise. Kaiser wurden erhoben und ermordet, manchmal im Abstand von Monaten. Seuchen zogen durch die Provinzen. Und im Norden drückten germanische Verbände gegen die Grenze am Rhein. Ein Kaiser konnte diese Grenze nicht mehr von Rom aus schützen. Rom lag zu weit weg. Die Macht musste dorthin, wo die Gefahr war. Und so wurde aus einer wohlhabenden Provinzstadt eine Residenz des Reiches. Kaiser wie Maximian und Constantius regierten von hier aus. Und dann kam der Mann, dessen Name bis heute an dieser Stadt hängt, Konstantin. Konstantin der Große verbrachte Jahre in Trier, bevor er das Reich unter sich vereinte und das Christentum aus der Verfolgung holte. Von hier aus führte er Feldzüge über den Rhein. Von hier aus baute er. Und was das bedeutet, sieht man bis heute. Wenn ein Kaiser in einer Stadt wohnt, wird gebaut. Nicht klein, sondern so, dass jeder Besucher begreift, wo er ist. Für unseren Tuchhändler bedeutet dasselbe etwas viel Einfacheres. Wo ein Hof ist, sind Menschen mit Geld. Und Menschen mit Geld kaufen guten Stoff. Gehen wir hinein. Du betrittst die Stadt durch ein Tor aus riesigen Sandsteinquadern. Kein Mörtel hält sie zusammen. Die Blöcke liegen aufeinander und werden von Eisenklammern gehalten, und sie sind so schwer, dass niemand sie ohne Maschinen bewegen kann. Dieses Tor ist neu. Der Stein ist noch hell, fast gelblich. Erst über die Jahrhunderte wird er nachdunkeln, bis man ihn irgendwann Porta Nigra nennen wird, das Schwarze Tor. 2 Türme, 4 Stockwerke, dazwischen ein Innenhof mit 2 Toren. Wer hier hineinreitet und nicht willkommen ist, findet das 2. Tor geschlossen, und über ihm stehen Männer. Das Tor ist Schutz. Aber es ist auch eine Ansage an jeden, der ankommt. Am Durchgang wird der Karren angehalten. Ein Beamter zählt die Ballen und nennt einen Betrag.
Wer Waren in diese Stadt bringt, zahlt dafür. Unser Händler zahlt, ohne zu diskutieren. Er hat den Betrag längst eingerechnet, so wie er die Maut an der Brücke eingerechnet hat. Hinter dem Tor beginnt die Hauptstraße und die Stadt schlägt dir entgegen. Sie ist gepflastert. Sie hat einen erhöhten Bürgersteig. Darunter, unsichtbar, läuft ein gemauerter Abwasserkanal. Frisches Wasser kommt über eine Leitung aus den Bergen und läuft in Brunnen und Bäder. Es ist laut. Eisenbeschlagene Karrenräder rumpeln über den Stein. Aus offenen Werkstätten schlägt Hammerschlag. Händler rufen. Irgendwo brüllt ein Rind. Und es riecht. Nach Rauch aus 1000 Feuerstellen. Nach frischem Brot. Nach Tieren, nach Leder, nach Abfall, nach nassem Stein. Die Häuser haben Läden im Erdgeschoss, offen zur Straße. Der Verkäufer steht hinter einem gemauerten Tresen. Es gibt Garküchen, in denen man warmes Essen im Stehen kauft, weil viele Wohnungen keine eigene Feuerstelle haben. Was isst man hier? Brot, viel Brot. Bohnen, Linsen, Kohl. Käse. Wenig Fleisch, wenn man arm ist. Fisch aus der Mosel. Und Wein, verdünnt mit Wasser, für fast jeden Tag. Unser Händler ist genau das, im Stehen, an einer dieser Garküchen. Er hat es eilig. Der Stoff muss vor dem Nachmittag beim Käufer sein, sonst verschiebt sich das Geschäft auf morgen, und ein Tag in dieser Stadt kostet Geld. Und wie sieht man aus? Die meisten tragen Wolle und Leinen, in gedeckten Farben, weil kräftige Farbstoffe teuer sind. Wer Geld hat, zeigt es nicht nur am Stoff, sondern an Ringen, Fibeln und Schuhen. In dieser Stadt kann man am Menschen ablesen, wo er steht, bevor er ein Wort gesagt hat. Genau davon lebt der Mann mit dem Karren. Er verkauft keinen Stoff. Er verkauft Rang. Der Tag beginnt früh, mit dem Licht. Es gibt keine Straßenbeleuchtung. Wenn die Sonne weg ist, gehört die Straße einer anderen Sorte Mensch, und wer klug ist, bleibt drinnen. Weiter hinten wohnen Familien in mehrstöckigen Mietshäusern. Eng, dunkel, laut und im Winter kalt. Wer arm ist, teilt sich einen Raum mit der ganzen Familie. Wer reich ist, wohnt vollkommen anders. Große Stadthäuser mit Innenhof. Wände mit gemalten Architekturen und Figuren. Böden aus Mosaik, tausende kleine Steinchen, zu Mustern und Bildern gelegt. Und diese Häuser sind geheizt. Unter dem Fußboden strömt warme Luft durch Hohlräume und steigt in den Wänden nach oben. Man betritt im Winter ein Zimmer, und der Boden ist warm. Zwischen diesen beiden Welten liegen nur ein paar Straßen. Und ein Händler wie unserer bewegt sich an einem einzigen Tag durch beide. Jetzt kommen wir zum größten Gebäude, das du an diesem Tag sehen wirst. Was du dann siehst, ist eine gewaltige Halle aus Ziegeln. 67 Meter lang. 33 Meter hoch. Und innen keine einzige Säule, kein Pfeiler, nichts. Nur Raum. Das ist der Thronsaal des Kaisers. Wer eintritt, sieht ganz hinten in der Rundung eine Gestalt sitzen. Und zwischen ihm und dir liegen 67 Meter Leere, die du zu Fuß gehen musst, während alle zusehen. Der Raum ist die Botschaft. Du bist klein, und er ist es nicht. Die Fenster sind so gesetzt, dass der Saal nach hinten heller wirkt. Auch das ist kein Zufall. Und selbst dieser gewaltige Raum war beheizt. Unter dem Boden und in den Wänden lief warme Luft. Dieses Gebäude steht heute noch. Es ist die größte erhaltene Einzelhalle der Antike. Man nennt sie heute die Basilika. Ein Mann mit einem Ochsenkarren kommt hier nie hinein. Aber er liefert an Leute, die hineingehen. Der Hof braucht Stoff, und irgendwo am Anfang dieser Kette steht ein Karren am Stadttor. In dieser Zeit verändert sich in Trier noch etwas anderes, und zwar leiser als jeder Bau. Als Konstantin hier regiert, ist das Christentum eine verfolgte Minderheit. Wenige Jahrzehnte später ist es die Religion des Kaiserhauses. Diese Wende beginnt zu einem großen Teil im Umfeld dieses Mannes, und damit auch hier. Eine Rolle spielt dabei seine Mutter. Helena kam aus einfachen Verhältnissen, wurde die Frau eines Kaisers und die Mutter des Nächsten. Sie ließ Kirchen bauen und reiste als alte Frau ins Heilige Land, um Orte der Bibel zu suchen.
In Trier entsteht in dieser Zeit eine gewaltige Kirchenanlage mitten in der Stadt, dort wo vorher Wohnhäuser standen. Man hat bei Ausgrabungen unter dem heutigen Dom die Reste gefunden, bemalte Decken, Säulen, ein Bau, der für tausende Menschen ausgelegt war. Eine Stadt, in der man eben noch Menschen in der Arena sterben ließ, baut jetzt Hallen für eine Religion, die von Feindesliebe spricht. Beides existiert eine Zeit lang nebeneinander. Aber römische Städte waren nicht nur Macht und Verwaltung. Sie waren auch Vergnügen, und zwar in einem Maßstab, der uns heute schwerfällt zu glauben. Im Süden der Stadt liegt eine gewaltige Badeanlage. Kaltes Bad, lauwarmes Bad, heißes Bad. Dazu Umkleiden, Höfe zum Sport, Säle zum Sitzen und Reden. Baden war hier kein kurzes Waschen. Es war der Nachmittag. Man traf sich, man machte Geschäfte, man stritt über Politik, man ließ sich einölen und abschaben, man aß etwas. Auch unser Händler geht dorthin, und zwar nicht zum Waschen. Das Geschäft ist gemacht, das Geld ist gezählt, und der nächste Auftrag entsteht nicht auf der Straße, sondern hier, im Warmen, zwischen Leuten, die man kennen muss. Und während oben geredet wurde, arbeiteten unten Menschen im Dunkeln. Unter den Böden liegen Gänge und Heizräume. Dort schoben Sklaven Holz nach, Tag und Nacht, damit das Wasser oben warm blieb. 2 Stockwerke Unterschied und 2 vollkommen verschiedene Leben. Diese Gänge kann man heute begehen. Man steht dann unter der Stadt, in dem Teil der Anlage, den ein Badegast nie zu sehen bekam. Und dann ist da das Amphitheater, in den Hang gebaut, mit Platz für etwa 20.000 Zuschauer. Was dort geschah, war Unterhaltung, Tierhetzen, Kämpfe, Hinrichtungen. Unter der Arena liegen Keller, aus denen Menschen und Tiere nach oben gebracht wurden. Für die Ränge war es ein Fest mit Geschrei und Wetten. Für die im Sand war es das Ende. Beides gehörte in derselben Stadt zusammen, in der man Fußbodenheizung und Wasserleitungen kannte. Wovon lebte diese Stadt eigentlich? Vom Fluss und von der Straße. Wein von den Moselhängen, in Fässern flussabwärts verschifft. Getreide aus dem Umland. Keramik, Wolle, Leder, Eisen. Händler aus Gallien, aus Germanien, aus Britannien. Es gab eine kaiserliche Münzstätte. Hier wurden Münzen geschlagen, die weit über die Provinz hinaus galten. Wo Geld entsteht, sitzen Verwaltung, Beamte und Soldaten. Und wo die sitzen, sitzen Handwerker, Wirte, Ärzte, Lehrer und sehr viele Sklaven. Wie diese Menschen lebten, weiß man nicht nur aus Ruinen. Man weiß es aus ihren Grabsteinen. Auf ihnen sieht man ein Weinschiff mit Ruderern auf der Mosel. Einen Tuchhändler, der seine Ballen zeigt. Einen Lehrer mit 3 Schülern, von denen einer zu spät kommt. Ein Ehepaar, das sich Seite an Seite in Stein hauen ließ. Und damit sind wir wieder bei dem Mann vom Anfang. Sein Grabmal steht ein Stück flussaufwärts, in einem Ort, der heute Igel heißt. Ein Turm aus Stein, über 20 Meter hoch, über und über bedeckt mit Bildern. Und was ließ diese Familie in den Stein hauen? Keine Götter, keine Schlachten. Sie ließ sich selbst hineinhauen, beim Abrechnen, beim Verladen, beim Vorführen der Stoffe. Menschen, die stolz darauf waren, was sie mit ihren Händen aufgebaut hatten. Diese Leute wollten nicht vergessen werden. Und tatsächlich sitzen wir jetzt hier und reden über sie. Wie viel Geld in dieser Stadt lag, zeigte sich erst vor wenigen Jahrzehnten, und zwar durch Zufall. Bei Bauarbeiten stießen Arbeiter auf einen Schatz, mehr als 2500 römische Goldmünzen, versteckt in einem Kessel. Es ist einer der größten Goldfunde der römischen Welt, und er lag die ganze Zeit unter der Stadt. Solches Gold vergräbt man nicht, weil man reich ist. Man vergräbt es, weil man Angst hat. Jemand hat diesen Kessel versteckt und ist nie zurückgekommen, um ihn zu holen. Wer heute in einer ruhigen Straße steht, steht über Geschichten wie dieser. Und es gab einen Grund für die Angst. Diese Stadt lag nahe an der Grenze. Wenige Tagesmärsche östlich von hier verlief der Rhein, und dahinter begann eine Welt, die Rom nie beherrscht hat. Am Fluss standen Kastelle, Wachtürme und Flotten. Die Sicherheit dieser reichen Stadt hing an einer Linie aus Soldaten, Sold und Nachschub. Solange das Reich stark war und zahlte, funktionierte diese Linie. Aber sie kostete jedes Jahr Geld, und irgendwann war das Geld anderswo nötiger.
Die Stadt war reich, gut versorgt und sicher. Genau das war ihr Problem. Denn sie verließ sich auf einen Schutz, den ein weit entferntes Reich bezahlen musste. Der erste Schlag war kein Krieg, sondern ein Umzug. Der kaiserliche Hof wurde nach Süden verlegt, weiter weg von der gefährdeten Grenze. Das klingt nach Verwaltung, aber für die Stadt war es ein Erdbeben. Mit dem Hof gingen die Beamten. Mit den Beamten ging das Geld. Mit dem Geld gingen die Aufträge für Handwerker, Händler, Wirte und Bauleute. Für eine Familie, die vom Verkauf an reiche Kunden lebte, war das der Anfang vom Ende. Die Kunden zogen weg. Die Ware blieb liegen. Eine Stadt, die für 80.000 Menschen gebaut wurde, hatte plötzlich keinen Grund mehr, 80.000 Menschen zu ernähren. Und dann kamen die Plünderungen. Im 5. Jahrhundert wurde Trier mehrfach erobert. Nicht einmal, sondern immer wieder. Jedes Mal starben Menschen, jedes Mal zogen weitere weg, und jedes Mal kam weniger zurück. Was dann geschah, geschah nicht an einem Tag. Es gibt kein Datum, an dem das römische Trier endete. Die Stadt wurde kleiner. Menschen zogen weg oder starben. Ganze Viertel standen leer. Die großen Gebäude blieben stehen, aber niemand hatte mehr das Geld und die Leute, um Dächer, Leitungen und Heizungen zu unterhalten. Ein Aquädukt, das nicht gepflegt wird, ist nach wenigen Jahren nutzlos. Und dann begann etwas anderes, die Stadt nahm sich selbst als Steinbruch. Aus den Quadern der römischen Bauten wurden Kirchen, Mauern und Häuser. Der Thronsaal des Kaisers wurde später in eine Burganlage einbezogen. Das große Stadttor wurde zu einer Kirche umgebaut, und genau deshalb hat es überlebt, während andere Tore verschwanden. Man hat die Vergangenheit nicht bewahrt, weil sie alt war. Man hat sie weiterverwendet, weil sie brauchbar war. Und ausgerechnet das hat sie gerettet. Und das Grabmal des Tuchhändlers? Es steht bis heute an seinem Platz, draußen vor der Stadt, an der alten Straße. Es wurde nie abgetragen, weil später eine Familie ihr Wohnhaus direkt daran baute. Ein Denkmal überlebt 2000 Jahre, weil jemand eine Wand brauchte. Wenn du heute durch Trier gehst, gehst du über dieselbe Straßenführung, die römische Vermesser abgesteckt haben. Du siehst dasselbe Tor, dieselbe Halle, dieselben Brückenpfeiler im Wasser. 80.000 Menschen, ein Kaiser, ein Reich, das von Britannien bis nach Ägypten reichte. Darüber wuchs Gras, dann eine mittelalterliche Stadt, dann eine moderne. Von dem Mann am Stadttor ist kein Name geblieben, den wir mit Sicherheit aussprechen können. Geblieben ist ein Bild in Stein, einer, der seine Ballen abrechnet, an einem ganz normalen Arbeitstag. Nichts davon ist wirklich verschwunden. Es liegt nur unter uns. Und an ein paar Stellen schaut es heraus. Das war der erste Gang durch die Straßen der Zeit. Wenn du wissen willst, welche Stadt wir als nächstes betreten, schreib es in die Kommentare.